Hallo Leute, ich bin heute in Baijini Point. Das ist die Raumstation oberhalb von A-Corp. Und da ist heute ein Flottenverband der Marine unterwegs, inklusive, ihr seht sie hier auf der linken Seite, der RSI Polaris, die wir uns in der Messehalle schon angesehen haben, diesmal hier in Aktion unterwegs. Aber der eigentliche Grund, warum ich heute in Baijini bin, seht ihr hier vor mir liegen. Das ist die Aegis Idris, eine kleine Fregatte, die hier heute vor Anker liegt und besucht werden kann. Die hier ausgestellte Variante ist die Idris M, die Aegis ausschließlich für die Marine zur militärischen Nutzung herstellt. Warum ist das für uns interessant? Nun ja, wenn die Marine die ausgedienten Idris-Schiffe außer Dienst stellt, dann baut sie dort sämtliche Waffensysteme der Marine aus und man hat dann sozusagen eine demilitarisierte Version der Idris, die Idris P. Und die ist auch für den Freihandel verfügbar und wird damit für uns interessant. Und wir schauen uns jetzt an, warum die so interessant ist. Wir betreten jetzt durch die Luftschleuse die Idris. Und die Idris ist deshalb für uns so interessant, weil sie über einen eigenen Hangar verfügt. Da können wir hier mal die Treppe runter und uns den genauer anschauen. Und dieser Hangar hat nicht nur Platz für ein Schiff, sondern für gleich mehrere Schiffe. Hier sind, glaube ich, 2 untergebracht, aber bis zu 3 Schiffe passen hier rein. Und tatsächlich hat der Hangar eine eigene Flugkontrolle, die unabhängig von der Brücke des Schiffes arbeiten kann und die Abflüge und Landungen im Hangar koordiniert. Auch wenn die Idris als Fregatte gilt, ist sie kein kleines Schiff. Sie wird mit einer Mindestbesatzung von 8 Mann betrieben, das heißt, man braucht 8 Spieler, um dieses Schiff überhaupt sinnvoll einsetzen zu können. Bemannt werden kann sie mit bis zu 28 Mann, die hier hinter der Messe auch jeweils ihre Doppelbetten beziehen können. Auch sonst verfügt das Schiff über alle notwendigen Einrichtungen, zum Beispiel die Duschkabinen, eigene Quartiere für den Captain und den ersten Offizier, ein vollständig eingerichtetes Krankenhaus, in dem mehrere Patienten gleichzeitig behandelt werden können, inklusive Regeneration, einen eigenen Besprechungsraum, sogar mit einem Hologrammprojektor, einen gewaltigen Maschinenraum, inklusive Dekontaminationskammer, einen großzügigen Laderaum, inklusive Frachtaufzug aus dem Hangar nach oben, einen Fitnessraum, einen eigenen dedizierten Hangar für das MPOV, also zum Verladen von Fracht, einen steuerbaren Gravitationsgenerator und sogar Arrestzellen mit eigenem Überwachungsraum für die Sicherheit. Über die Treppe nach oben gelangen wir dann letztendlich zur Brücke mit den 4 Stationen für die Mechaniker und Techniker. Und hier die kleine Treppe nochmal nach oben haben wir letztendlich die Brücke. Sehr zentral hier der Scannerplatz für die Navigation. Auch zentral, aber weiter vorne vor der großen Sichtscheibe der Sessel des Captains. Links und rechts davon Pilot und Copilot. Und 4 taktische Stationen, 2 auf jeder Seite. Und natürlich eine super Aussicht nach draußen. So, tatsächlich ist dieses Schiff so groß, dass man sich hier auch sehr gut verlaufen kann. Und wir wollen jetzt wieder zum Ausgang zurück. Das ist gar kein Problem, denn mit der neuen Star Map kommt diese praktische Minikarte, die uns das ganze Innere des Schiffes aufzeigen kann. Und wir sehen, hier ist unser Ausgang, zu dem wir jetzt zurückkehren wollen. Und da können wir uns einfach eine Route setzen, die dann ebenfalls oben links auf unserer Minimap angezeigt wird. Und dann wissen wir, wir müssen hier nach links. Und hier sind wir am Ziel unserer Route angekommen und tatsächlich da haben wir den Ausgang. Und da können wir die Idris jetzt wieder verlassen.
Die Idris ist an sich schon ein sehr beeindruckendes Schiff, aber viel beeindruckender ist, dass es das erste für Piloten verfügbare Schiff sein wird, das eine ganze Flotte an kleineren Schiffen aufnehmen kann. Und mit allen Funktionen, die es an Bord hat, ist die Idris die erste Möglichkeit für Crews oder ganze Organisationen, eine permanente mobile Basis einzurichten, auf der sie in Star Citizen leben können. Und das allein macht die Idris schon ziemlich interessant. Wenn euch der Ausflug auf die Idris gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns hoffentlich morgen zum nächsten Messetag wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin einen guten Flug.